Name ist Britta Gossel. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet für Medien- und Kommunikationsmanagement bei Herrn Professor Will und das schon seit einer ganzen Weile. Und wir haben ungefähr vor 10 Jahren dieses Fach Berufsfeldorientierung Entrepreneurship begonnen zu etablieren. Mein Hintergrund ist, ich habe im Diplom angewandte Medienwissenschaften auch an der TU Ilmenau studiert. Ich komme gebürtig ganz woanders her, ich komme vom Niederrhein und habe danach eine Praxis-Loop gemacht. Ich habe im Europäischen Parlament in Brüssel als Pressesprecherin gearbeitet und ich habe promoviert an der Otto-Friedrich-Universität zu Bamberg im Fach Organisationskommunikation. In Ilmenau sind meine Aufgaben im Wesentlichen in der Forschung und Lehre. Das mache ich rund um das Feld Entrepreneurship. Und deswegen gibt es eben diese Berufsfeldorientierung im Bachelorstudiengang zu diesem Thema. Und im Master mache ich immer wieder wechselnde forschungsorientierte Seminare rund um das Thema Entrepreneurship im Bereich der Medienindustrie. Zunächst mal vielleicht zum allgemeinen Ziel von der Berufsfeldorientierung. Worum geht es genau? Und was ist so ein bisschen das, was den Studierenden dort vermittelt werden soll? Was sollen sie dort lernen? Im Prinzip geht es erstmal darum, auch zu verstehen, was ist das eigentlich, aber die Studierenden kommen in der Regel ja in ein Studium und haben die Vorstellung im Kopf, okay, ich mache meinen Abschluss und danach weiß ich dann, was ich will und ich suche meinen passenden Job auf dem Jobmarkt. Und in der Berufsfeldorientierung Entrepreneurship versuchen wir, das Ganze so ein bisschen aufzubrechen und den Karren von hinten aufzuziehen. Ja? Die Suche des Jobs auf dem Jobmarkt im Medienbereich ist ja sozusagen das Ziel in der ganzen Logik. Und wir drehen das ein bisschen um, weg von den beruflich definierten Zielen hin zu den eigenen Ressourcen und Fähigkeiten. Darum geht es in erster Linie. Das heißt, unser Ziel ist es, Entrepreneurship den Studierenden näher zu bringen. Das heißt im einfachsten Sinne, wir möchten für unternehmerisches Denken und Handeln begeistern und gleichzeitig darauf aufmerksam machen, dass nicht jeder auf dem Jobmarkt seinen Job suchen muss, sondern dass es auch immer eine Möglichkeit ist, sich seine eigene Karriere zu schaffen. Nehme ich auch mal an, dass das Ganze so ein bisschen was von sich selbst verbessern, verwirklichen hat. Wie groß ist denn, sage ich mal, der Spalt zwischen dem, was man jetzt tatsächlich wirtschaftlich lernt und dem, was man vielleicht für sich selbst mitnimmt, also in puncto unternehmerisches Denken vielleicht? Ja, was heißt der Spalt? Also wir haben verschiedene Fähigkeiten, die wir natürlich oder Dinge, die wir adressieren im Kurs. Das ist zum einen erstmal so eine ganz einfache Wissensebene. Was ist überhaupt Entrepreneurship? Was ist überhaupt los in dieser Szenerie? Aber auch verstehen, warum ist das eigentlich wichtig? Ja, also jeder, der auf den Arbeitsmarkt geht, sucht ja einen Job, oft in einem Unternehmen. Unternehmen werden gegründet von Unternehmern. Das bedeutet, es geht so ein bisschen darum, diese Kontextbedingungen erstmal überhaupt zu verstehen und auch reines Faktenwissen darüber kennenzulernen. Darüber hinaus sind aber noch 2 ganz andere Säulen wahnsinnig wichtig. Das eine ist wirklich die Kompetenz, also nicht nur, was ist überhaupt ein Unternehmen gründen, sondern wie macht man das denn? Was muss ich denn lernen, um das zu können? Das heißt, wir haben ein Kompetenzfeld oder versuchen die Kompetenz zu entwickeln, wie man überhaupt eine unternehmerische Idee optimalerweise im Mediensektor entwickeln kann. Und entlang dieser Idee versuchen wir noch weitere Kompetenzen zu vermitteln. Wie könnte man denn wirklich ein Geschäftsmodell daraus entwickeln? Wie kann man diese Idee anderen präsentieren? Wie kann man andere davon überzeugen? Und wie kann man das auch im Team machen? Das ist die zweite große Seite oder die zweite große Fähigkeit, die wir abdecken wollen. Und die dritte ist das, was Sie schon angedeutet haben. Ja klar, es geht auch um Selbstreflexion. Es ist ganz nüchtern die Frage, kann ich das eigentlich? Will ich das eigentlich? Und was daran macht mir eigentlich Spaß? Was liegt mir? Ja? Also Unternehmertum ist was sehr, sehr Kreatives auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben Sie es ja eben angesprochen, es gibt auch wirtschaftliche Aspekte im Sinne von, man muss für eine Idee auch mal einen Finanzplan entwickeln. Oder man muss versuchen einzuschätzen, gäbe es denn überhaupt einen Kunden für diese Idee und wie könnte dieser Kunde aussehen? Das ist eher so eine analytische Fähigkeit. Und wir versuchen dazu anzuleiten, dass man diese Aufgaben nicht einfach nur so abhakt und einfach nur so erledigt, sondern wir möchten, dass auch alle nochmal einen Loop darüber nachdenken, okay, was hat mir das jetzt gebracht? War das was mir liegt? War das was mir nicht so liegt? Und vielleicht nochmal eine ganz allgemeine Sache. Es ist auf jeden Fall eine falsche Annahme zu glauben, dass es bei uns nur um das Entwickeln von Startups geht, sondern wir denken viel breiter. Es geht um die Entwicklung eines Mindsets bei uns. Okay, das klingt sehr vielfältig, also dass es sich in ganz verschiedene Richtungen bewegen kann. Was sind denn aber jetzt so grundsätzliche Sachen, vielleicht die von den Studierenden im Vorhinein erwartet wird, damit sie das auch ja, umsetzen können? Ja, ein bisschen vielleicht tatsächlich Flexibilität und sich so ein bisschen aus den schon gelernten Strukturen in Schule und Studium mal zu lösen.
sich darauf einzulassen, dass es sehr kreative Korridore gibt. Wir haben aber eigentlich keine Erwartungen im Sinne von Fachkompetenz, die man schon haben muss. Also keiner muss schon BWL gelernt haben, keiner muss schon jemals was von der Bilanz gehört haben oder ähnliches. Darum geht es nicht. Wer natürlich schon so ein bisschen Passion für ein Medienthema hat oder irgendeine Nische hat, wo er sagt, boah, das finde ich total spannend, dann haben sie wiederum die Möglichkeit, das einzubringen bei uns im Kurs. Das ist uns super wichtig. Also wer verschiedene Domänen für sich selber erschließen möchte und sagen möchte, oh, mich interessiert das und das Thema, ich wollte mich da immer schon mal ein bisschen tiefer mit beschäftigen, das können Sie entlang dieser Dramaturgie unseres Kurses natürlich sehr gern bei uns machen. Also werden quasi auch die Ideen, die die Studierenden haben, einfach mit einbezogen, also dass sie quasi ihre eigenen Sachen umsetzen können. Ja, na klar, darum geht es ja. Wir fangen im Prinzip mit nichts an. Und die Studierenden lernen, wie man solche Ideen entwickelt, und sie dürfen auch natürlich ihre eigenen Gedankengänge, Passionen, worauf sie Lust haben, alles schon mit einbringen. Na klar. Okay, dann vielleicht mal ganz konkret zum Ablauf vom Kurs. Wie geht das Ganze vonstatten? Es läuft ja sicherlich in Teams ab, oder das haben Sie ja schon gesagt, dass es in Teams abläuft. Wie funktioniert das Ganze? Also die Berufsfeldorientierung Entrepreneurship ist ja ein einjähriger Kurs. Das heißt, wir arbeiten über 2 Semester und am Anfang geht es erstmal um die Grundlagen. Was ist überhaupt dieses Entrepreneurship? Was ist Gründertum in Deutschland? Warum ist das wichtig? Wie ist das international? Wie ist das auch lokal? Wie sieht das so konkreter in der Medienbranche aus? Und dann haben wir im Prinzip eine sehr kreative Phase, wo es darum geht, in Teams Geschäftsideen zu entwickeln. Das ist erstmal wirklich nur eine Idee. Das muss noch gar nichts Ausgefeiltes sein. Und die Entwicklung der Idee durchläuft verschiedene Stufen. Sie lernen verschiedene Techniken, wie man Ideen überhaupt entwickeln kann. Wir machen verschiedene Loops, wo man nochmal überlegen kann, in welche Richtung kann sich die Idee weiterentwickeln. Und nach ungefähr 3 Monaten machen wir so einen ersten Stopp und halten mal inne beim Ideenpitch und präsentieren diese Idee und bringen sie mal auf den Punkt und lassen sie nochmal reflektieren von externen Impulsgebern. Und dann geht es weiter. In einem größeren Schritt wird dann versucht, aus dieser Idee wirklich ein Geschäftskonzept zu entwickeln. Das Geschäftskonzept bedeutet, okay, wir haben jetzt wirklich was Solides entwickelt, wie man damit auch irgendwie Geld verdienen könnte. Und das haben wir uns für 3 Jahre ausgedacht. Den Weg wollen wir dann sozusagen im zweiten Schritt gehen. Eine große Sache ist auch hier wieder erstmal Faktenwissen verstehen und das aber dann auch gleich übersetzen auf das eigene Projekt. Eine etwas größere Aufgabe, die hier genau vernetzt und verquickt ist mit allem Möglichen, ist eine Marktstudie, die die Studierenden immer zu Beginn des 2. Semesters durchführen. Warum ist das nötig? Man findet einfach nicht alles raus für eine neue Geschäftsidee. Viele Ideen sind so neu, dass wir natürlich im Netz kaum Angaben finden, die uns helfen, zum Beispiel einen Preis zu entwickeln oder eine Kaufhäufigkeit in irgendeiner Form abschätzen zu können. Die Marktstudie hilft dann dabei und die Studierenden machen im Prinzip im Kleinen hier eine empirische Studie und werten das auch aus, um am Ende fundierte Schlussfolgerungen treffen zu können. Und dann im letzten Schritt geht es quasi darum, all dieses Wissen nochmal zu bündeln, die eigene Idee weiter zu überarbeiten und auch nochmal extern zu reflektieren, bevor man dann am Ende die Idee wirklich nochmal auf einer größeren Bühne pitcht. Und das machen wir wirklich wie so einen kleinen Wettbewerb, wo am Ende auch ein Award verliehen wird. Das heißt, das beste Team des Jahrgangs, das den besten Pitch gemacht hat, das gewinnt ein Award. Gekoppelt ist das natürlich noch mit einer schriftlichen Einreichung am Schluss, die kommt aber dann ein bisschen nach. Was passiert denn mit den Ideen, die quasi während dem Kurs entwickelt werden? Also wird den Studierenden auch irgendwie eine Möglichkeit geboten, dass man das vielleicht hinterher auch wirklich entwickeln kann? Ja, nicht mehr im Kurs selber, aber das ist sozusagen immer das allerletzte im Kurs, was ich gerne allen mit auf den Weg geben möchte. Es gibt Studierende, die haben danach ihr Praktikum im eigenen Unternehmen gemacht. Das heißt, die haben ihre Idee weiterentwickelt und haben dann ihr Industriepraktikum tatsächlich im Rahmen dieses Konstruktes gemacht. Es gibt Studierende, die eine andere Idee weiterentwickeln. Das passiert sogar tatsächlich sehr häufig. Und da versuchen wir auf jeden Fall, ihnen die Hand zu reichen, wie kann man jetzt weitermachen. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeiten, neben dem Praktikum die Studienleistung des Medienprojektes entlang der eigenen Idee weiter durchzuführen. Oder sogar die Abschlussarbeit. Also auch das haben wir schon gehabt. Wir sind da sehr flexibel. Da können Sie einfach mit uns sprechen und dann sehen wir, was wir für Korridore entwickeln können für Sie. Ja. Okay, dann noch eine ganz wichtige abschließende Frage. Was ist der Knackpunkt an genau dieser Berufsfeldorientierung? Was ist das Besondere? Warum sollte man sich vielleicht für die entscheiden? Ich glaube, dass im Bildungsweg
viel zu viele Menschen, ich nenne es jetzt mal Clicking Boxes. Man lernt in der Schule die Schulfächer, zack, Klausur, Note, fertig. Man lernt im Studium die Studienfächer, zack, Hausarbeit, Beleg, Note, fertig. Und dann hat man plötzlich einen Abschluss und hat überhaupt nicht rausgefunden, was man eigentlich will. Es gibt immer wieder Studierende, die das können und die das wissen. Das sind auch welche, die das oft schon sehr früh im Studium wissen oder irgendwie eine sehr klare Vorstellung davon haben. Das ist aber nach unserer Erfahrung tatsächlich die Minderheit. Und der Knackpunkt in diesem Kurs ist tatsächlich für mich, dass ich einen Raum anbieten möchte und eine Dramaturgie eines Kurses, wo man genau dieser Frage nachspüren kann. Was macht mir eigentlich Spaß? Weniger in Form eines ganz konkreten Berufes oder einer konkreten Berufsbezeichnung, sondern eher entlang der eigenen Kompetenzen und Ressourcen und der eigenen Wünsche. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal und folg uns auf unseren Social-Media-Kanälen.